Ein 43 Kilogramm schwerer deutscher Schäferhund schockierte eine Familie, als das Baby seine ersten Schritte machte. Die Reaktion dieses mächtigen Riesen wird dir die wahre Bedeutung bedingungsloser Liebe zeigen. Dies ist die Geschichte, wie Max, ein 43 Kilogramm schwerer deutscher Schäferhund, das Leben der Familie Müller für immer veränderte. Was dieser stille Held tat, als der kleine Lukas seine allerersten Schritte machte, ließ alle Anwesenden vollkommen sprachlos zurück. Aber der wahre Grund hinter Max' unglaublicher Reaktion, das war der wirklich herzzerreißende Teil. Denn dieser kraftvolle Hund trug ein verheerendes Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich, von dem niemand wusste. Vor 5 Monaten war Max nur ein weiterer unerwünschter deutscher Schäferhund im Berliner Tierheim. 43 Kilogramm pure Muskeln mit tiefen Narben auf seiner Brust, die Geschichten erzählten, die niemand hören wollte. Die Mitarbeiter des Tierheims hatten fast die Hoffnung aufgegeben. Er ist zu einschüchternd, zu aggressiv aussehend, flüsterten sie. Keine Familie wird jemals einen Hund wie ihn wollen. Aber sie hatten keine Ahnung, dass das Schicksal eine völlig andere Geschichte schrieb. Als die Familie Müller Max zum ersten Mal hinter diesen kalten Metallstäben entdeckte, erwachte etwas Unglaubliches in der Seele dieses mächtigen Riesen. Der 10 Monate alte Lukas streckte mit seinen strahlend blauen Augen und seinem unschuldigen Lächeln seine winzigen Finger zu seinem enormen Kopf aus. Und in diesem kostbaren Moment geschah etwas wahrhaft Magisches. Max, dieses 43-Kilo-Kraftpaket, erstarrte wie eine Statue und ließ diese zarten kleinen Finger seine vernarbte Schnauze berühren. Seine dunkelbraunen Augen wurden sanfter, mit einer Zärtlichkeit, die alle Anwesenden schockierte. In diesem Moment blitzten Max' Gedanken zurück zu diesen endlosen, einsamen Nächten im Tierheim. Kalte Betonböden, leere Futternäpfe, der Klang seines eigenen Herzschlags, der in der Dunkelheit widerhallte. Und er fragte sich, ob jemals jemand einen beängstigenden Hund wie ihn wollen würde. Aber jetzt, als er Lukas' unschuldige Berührung spürte, verstand er endlich, worauf er sein ganzes Leben lang gewartet hatte. Würde er zum Schutzengel dieses zerbrechlichen kleinen Lebens werden? Oder würde sich seine schmerzhafte Vergangenheit als zu überwältigend erweisen? Wochenlang nachdem sie Max nach Hause gebracht hatten, beobachtete er Baby Lukas aus respektvoller Entfernung. Jeden einzelnen Morgen positionierte er sich genau 5 Schritte von Lukas' Spielbereich entfernt. Nah genug, um über ihn zu wachen, aber weit genug entfernt, um sicherzustellen, dass sein massiver Körper nicht versehentlich Schaden anrichten würde. Die Familie bemerkte dieses rücksichtsvolle Verhalten sofort. Der erste Durchbruch kam an einem ruhigen Donnerstagmorgen. Lukas hatte seinen Lieblingsstoffelefanten gerade außerhalb seiner Reichweite fallen lassen. Er streckte seine kleinen Arme aus und machte diese süßen Babygeräusche, die eindeutig bedeuteten: »Hilf mir, bitte!« Max machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne und platzierte jede massive Pfote mit unglaublicher Präzision. Sein enormer Kopf senkte sich langsam, sehr langsam, und sein sanftes Maul schaffte es, das winzige Spielzeug aufzuheben, ohne eine einzige Zahnmarke zu hinterlassen. Er legte es direkt vor Lukas, dann trat er zurück zu seinem üblichen Schutzabstand. Die Familie beobachtete völlig erstaunt. Ihre Augen füllten sich mit Freudentränen. »Hat er das wirklich gerade?« flüsterte Lukas' Mutter in völligem Unglauben. »Aber wenn du denkst, das war unglaublich, hast du noch gar nichts gehört. Was als nächstes passierte, wird dich völlig umhauen. Und ehrlich gesagt, das ist der Grund, warum ich glaube, dass manche Hunde wirklich Engel sind, die vom Himmel geschickt wurden. Ich sehe, dass du noch nicht abonniert hast, und das macht mich wirklich traurig. Wenn du an die Magie von Rettungshunden wie Max glaubst und seinen heroischsten Moment nicht verpassen willst, denk bitte daran zu abonnieren. Denn der unglaublichste Teil kommt noch.
Hast du jemals einen Moment erlebt, der dich alles in Frage stellen ließ, was du über Tiere zu wissen glaubtest? Dies war nur der Anfang von Max' unglaublicher Verwandlung, von einem gefürchteten Riesen zu einem hingebungsvollen Schutzengel. Jeder Tag brachte frische Momente purer Zärtlichkeit, die die gesamte Familie sprachlos machten. Wenn Lukas weinte, näherte sich Max seinem Kinderbett und machte die sanftesten Wimmerlaute, als würde er versuchen, ihn mit seiner eigenen Stimme zu trösten. Wenn Fremde zu Besuch kamen, positionierte sich sein massiver 43-Kilo-Körper zwischen ihnen und Lukas. Nicht bedrohlich, sondern beschützend. Als Wachen zu Monaten wurden, erblühte etwas Schönes in Max' Herzen. Etwas Leises, aber Tiefgründiges. Ein Samen namens bedingungslose Liebe schlug Wurzeln in der Seele dieses mächtigen Riesen. Jeden Morgen, wenn goldenes Sonnenlicht durch das Küchenfenster strömte, nahm Max seine Position neben Lukas' Hochstuhl ein. Sein massiver Kopf ruhte sanft auf dem kühlen Fliesenboden, diese gefühlvollen braunen Augen folgten jedem Löffel, jedem Kichern, jedem kostbaren kleinen Meilenstein. Die Familie sah endlich, was das Tierheim komplett übersehen hatte. Unter diesen Kampfnarben lebte das Herz eines wahren Beschützers. Was denkst du, hat Max Schutzinstinkte geprägt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren, denn jeder Rettungshund trägt Geheimnisse, die wir vielleicht nie vollständig verstehen werden. Lukas war jetzt 11 Monate alt und hatte begonnen, sich an Möbeln hochzuziehen. Max konnte spüren, dass sich etwas Bedeutsames näherte. Dann kam der Tag, der alles testen würde. Lukas übte das Stehen, indem er sich am Couchtisch festhielt, als plötzlich ein erschrockener Schrei durch das Haus hallte. Max bewegte sich wie der Blitz. Lukas war nach hinten gekippt, sein winziger Kopf gefährlich nah an der rasiermesserscharfen Ecke des gläsernen Couchtisches. Max schob seinen enormen Körper zwischen Lukas und die tödliche Ecke. Sein Körper absorbierte den Aufprall und Lukas' Kopf landete sicher an seiner Brust. Als die Familie hereineilte, hielt Max Lukas im Arm. »Max hat ihn gerettet«, keuchte Lukas' Vater. »Kein einziger Kratzer.« 3 Wochen später kam der Moment. Lukas stand an der Couch. Max positionierte sich, 1 Meter entfernt. Lukas hob einen winzigen Fuß, dann den anderen. Er ging. Diese ersten kostbaren Schritte führten direkt zu Max. Max blieb still, dann stupste er den Jungen sanft mit seinem massiven Kopf an. Die Familie filmte alles. Tränen liefen über ihre Gesichter. Dies war der Beweis, dass manchmal die unwahrscheinlichsten Freundschaften die schönsten Geschichten schaffen. Was glaubst du, definiert wahres Heldentum? Größe und Stärke oder die Fähigkeit zu bedingungsloser Liebe?